Wir erklären heute, welche ist die beste Akkustichsäge auf dem Markt. Wir schauen uns all die vielen Kleinheiten und Feinheiten an, in denen sich die Geräte unterscheiden. Und vor allem, wir testen, welche sägt wirklich winkelgenau. Stichsägen können ja Fluch und Segen sein, denn mit einer schlechten Stichsäge hast du einfach überhaupt keinen Spaß, weil sie sägt nicht ordentlich, das Sägeblatt verklemmt im Zweifel, du kriegst es schlecht raus und rein, du bist nicht ordentlich im Winkel, das willst du nicht. Und ich selber habe früher Stichsägen wirklich gehasst, wie die Pest. Heute ist das anders, denn heute arbeite ich mit einer richtig guten Stichsäge und da ist es so, wenn ich es in die Hand nehme, denke ich mir so, ach ja, das wird jetzt Spaß machen. Und genau deswegen sind wir heute hier. Wir haben von allen Herstellern das absolute Topmodell auf dem Tisch. Übrigens gibt es auch einen ganz klaren Grund, warum. Weil es gibt ja immer die etwas kleineren, abgespeckteren Versionen. Der Preisunterschied ist aber meistens so gering, dass ich sage, lass das sein. Geh gleich aufs Topmodell und nimm genau das. Und wir schauen uns heute jedes einzelne Modell hier an, schauen uns an, was sind die Vor- und die Nachteile, damit du am Ende entscheiden kannst, was ist die richtige Säge für dich. Aber natürlich wie immer die Frage, welche Geräte haben wir hier eigentlich? Wir haben die Makita DJV 181, die Metabo STA 18 LTX 150BL, die Makita JV 001G, Dewalt DCS 335, Fein ASTS 18-26, Milwaukee FBJS, Bosch GST 18V 155 SC und Festool PSC 420EB Basic. Aber dann lasst uns gleich mal über das Thema Preis sprechen. Und jetzt wird es richtig interessant eigentlich. Denn diese beiden Geräte kosten so zwischen 180 und 200 Euro. Diese Geräte, die wir alle hier haben, kosten irgendwo zwischen 200 und 240 Euro. Und bei der Festool ist es so, dass wir sogar 400 Euro als Preis da haben. Wenn wir uns aber diese Range hier angucken, alle zusammen, liegt dazwischen nur 60 Euro zwischen dem günstigsten und dem teuersten hier bei Bosch mit 240 Euro. Und da kannst du ganz klar an der Stelle jetzt sagen, ich entscheide nicht nach Preis, sondern ich entscheide ganz klar nach Leistung, nach dem, was dir am besten gefällt. Und natürlich ist völlig klar, das Akkusystem ist schon entscheidend. Bist du schon in einem Bosch-System, dann wirst du wahrscheinlich am ehesten das Gerät von Bosch kaufen. Aber hab einen freien Kopf und schau dir ruhig mal die anderen Geräte an, denn auch andere Mütter haben schöne Stichsägen. Ja? Eine Sache möchte ich noch dazu sagen, und zwar, wir haben hier nur Stabstichsägen, keine Bügelstichsägen. Aus einem ganz einfachen Grund, ich mag die nicht. Weil sie sind wirklich wesentlich schwerer in der Handhabung, denn wenn ich hier einen Bügel habe, dann greife ich wesentlich weiter oben, neige eher zum Kippeln, habe auch ein, zwei andere Funktionen, die ich nicht so gut finde, aber wesentlich ist ein Handhabungsthema. Und mit der Säge kannst du sowohl von oben sägen, als auch von unten, was du mit einer Bügelsäge nicht kannst. Bevor ich euch jetzt jedes Mal das Gleiche erzähle, kommen wir erstmal zu den Gemeinsamkeiten. Es sind alles Stichsägen. Ja, okay, das offensichtlich, aber wir haben jetzt hier Folgendes. Wir haben überall 18 Volt Geräte, außer bei Makita. Hier haben wir ein 40 Volt Gerät. Übrigens, ich habe ganz bewusst 12 Volt Geräte rausgelassen und Sonderformen. Wenn du das nochmal sehen möchtest, schreib es gerne unten in die Kommentare. Und denk dran, mit den Kommentaren kannst du gewinnen. Also sei auf jeden Fall dabei. Das nächste ist, das sind alles Brushless Geräte. Überall ist es so, wir haben Brushless Motor drin, also schon mal super. Dann ist es so die Hubzahl. Das ist ja auch eine Form der Geschwindigkeit, die du auch einstellen kannst von bis. Ja, wie haben wir Unterschiede? Ja, wir haben hier, ich habe hier übrigens alle Daten auf einen Blick. Die könnt ihr euch übrigens auch bei uns im großen Vergleich angucken. Ja, das Ganze verlinke ich dir mal hier unten und auch oben, sodass du einfach mal bei uns auf die Seite gehst, den großen Werkzeugvergleich. Da kannst du noch mal alle Daten dir anschauen und von jedem einzelnen Gerät das vergleichen mit dem anderen. So, kommen wir aber zur Hubzahl. Hier ist es so, dass wir minimal 800, maximal 3800 Hübe haben, ja, also diese Hoch- und Runterbewegung des Sägeblattes, aber es ist für mich nicht relevant. Ob jetzt die hier 800 hat oder 1000 oder 3500 oder 3800, das wirst du in der Praxis kaum merken. Und wo ich das hier gerade in der Hand habe, ist, wir haben hier bei allen dasselbe, nicht dasselbe Sägeblatt, aber dieselbe Aufnahme. Wir haben überall diesen selben Schaft, um das Sägeblatt aufzunehmen. Das heißt, für dich ist das auch nochmal irrelevant. Was wir auch haben, alle haben ein Licht und alle haben eine Absaugung. Auch wenn wir es hier jetzt gerade nicht angeschlossen haben, auch diese Geräte haben die Möglichkeit, eine Stichsäge abzusaugen. Aber du machst jetzt mal Folgendes, saugst du eine Stichsäge ab? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare.
Fangen wir jetzt auch gleich mal mit dem Duell der Giganten an. Und zwar Makita gegen Makita. Hier ist es so, dass ich nicht ein Gerät euch vorstelle, denn das andere Gerät, weil sie sind sehr ähnlich, aber es sind nicht die gleichen Geräte. Das ist mal ganz wichtig. Wir haben hier das 18 Volt Gerät, hier das 40 Volt Gerät. Wenn man jetzt erstmal so schaut, ja, gerade jetzt mal so, sieht das wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Auch aus den anderen Perspektiven kommt es sich wirklich sehr ähnlich, aber sie sind nicht gleich. Wir haben hier beim 40 Volt Gerät wirklich einen stärkeren Motor und ein paar kleine Änderungen. In der alltäglichen Arbeit wirst du wenig davon merken, außer, ja gut, die hat einfach ein bisschen mehr Bums. Deswegen nehme ich jetzt die 40 Volt auch und stelle euch das hier vor. Alles, was ich dir jetzt aber zeige, hat das 18 Volt System, das 18 Volt Gerät ganz genauso. Schauen wir uns das Ganze mal an. Erst einmal, wir haben hier ein anderes Design hier bei dem Schalter. Denn wir haben hier oben nicht einfach nur einen Anschalter, wie bei allen anderen, sondern wir haben hier so ein Doppelschaltersystem. Das heißt, wir müssen es erst entsperren und dann können wir das Gerät einschalten. Das ist nochmal wirklich anders als bei allen anderen. Haben wir übrigens auch auf beiden Seiten. Wir können es also, wenn wir es so bedienen, mit dem Daumen bedienen und wir können es aber natürlich auch hier mit dem Daumen bedienen. Das funktioniert ziemlich gut. Was wir hier aber auch haben, ist hier die Geschwindigkeit. Ja, wir können hier die Geschwindigkeit einstellen von 1 bis 6. Hier hinten haben wir eine Funktion nicht, nämlich die Lasterkennung. Bei anderen Geräten wirst du häufig Folgendes sehen, und zwar, dass hier so eine Art A aufgedrückt oder du kannst es anders einstellen und dann hast du folgende Funktion. Und das haben sie eigentlich alle bis auf ein Gerät, auch Makita hat das, aber das ist ein bisschen schwieriger einzustellen, nämlich folgendes. Wenn du diese Lasterkennung hast, dann machst du das Gerät an. Du kannst ja hier bei all diesen Geräten, das ist immer nur an- oder ausstellen. Bei Bügelsägen hast du die Möglichkeit noch selber zu justieren. Da hast du diese Funktion häufig nicht. So, hier hast du die Lasterkennung und dann ist es so, dass das Gerät sich etwas bewegt, also dass das Sägeblatt sich ein bisschen bewegt. Und dann, wenn es aber merkt, ich bin in der Last, dann tut es hoch. Das ist einfach dafür gedacht, um es richtig gut ansetzen zu können. So, aber jetzt die Frage, wenn das hier nicht draufsteht und es hier gar keinen Knopf dafür gibt, wie kann ich es denn einschalten? Ganz einfach, du machst Folgendes, du stellst es hier schon mal auf 1, ja, hier, so, auf 1, dann gehst du hier drauf, dann geht es hier auf 6 drehen, dann wieder auf 1 drehen und dann kommt hier so eine kurze Bestätigung und jetzt wirst du Folgendes sehen. So, ich habe es hier auf 1 gehabt, jetzt auf 6. Wir wollen es auch wieder einschalten, dann müssen wir hier auf den Knopf drücken, dann wieder auf 6, dann wieder auf 1. Und jetzt ist es so, wenn wir jetzt hier auf 6 gehen, wirst du merken, ja, dass wir nicht die volle Leistung haben, sondern nur die Leistung von 3 etwa. Und jetzt in der Einstellung tut er erst hoch, wenn er wirklich in der Last ist. Viele denken ja bei Makita erstmal per se, das hat er gar nicht. Oder es ist genau andersrum, es ist eingestellt und finden einfach keine Funktion, wie ich es wieder zurückstelle und finden das Gerät dann doof, weil es halt nicht ordentlich hoch tut, sondern immer nur in dem Moment. Also du kannst es einstellen, gar kein Problem. Lass uns mal auf was anderes kommen, und zwar die Abblasfunktion. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel von oben sägen, dann sammelt sich ja hier unten Sägemehl. Ja? Und dann ist es so, dass ich das Gerät nach vorne schiebe und dann ist die ganze Zeit da, wo das Blatt ist, Sägemehl. Und was passiert dann? Du siehst den Strich nicht mehr, wo möchte ich eigentlich sägen? Und dafür gibt es die Abblasfunktion. Und hier ist es so, dass hier merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Denn beim 18 Volt Gerät ist die Abblasfunktion wirklich sehr, sehr schwach oder fast gar nicht vorhanden. Also das ist minimal, dass nach vorne gepustet wird. Das ist bei anderen ganz, ganz dolle viel stärker. Bei dem 40 Volt ist es schon so, dass er schon eine moderate Funktion hat. So richtig große Brocken, die pustet er nicht weg. Aber das, was so am klassischen Mehl da ist, das wird schon so ein bisschen vor sich hin gepustet. Ich mag das ehrlicherweise, wenn es richtig stark ist. Aber das muss jeder selber wissen. Hier haben wir noch natürlich den Pendelhub, den wir einstellen können. Ganz klassisch. Und auch den Tisch können wir verstellen. Das heißt, wir können das Gerät hier in der Neigung verstellen. Das heißt also, ich nehme hier einen Schlüssel raus, löse hier unten eine Schraube und dann kann ich den Tisch auch schon verstellen. Aber ich brauche Werkzeug, was natürlich dabei ist. Ja? Ich persönlich mache das nie. Macht ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lass uns mal aber zu einem neuralgischen Punkt kommen, wo ich weiß, dass viele sagen so, oh, das finde ich richtig gut oder das finde ich richtig doof. Nämlich, wie setze ich eigentlich so ein Blatt ein? Bei dem Gerät ist es so, dass ich hier einfach eine Sache noch. Nehmt bitte meistens eher so immer den Akku dafür raus. Weil ihr habt hier natürlich die Hand am Gerät, schaut mal hier, ich habe jetzt am Gerät und ich bin mit dem Daumen hier schon relativ nah dran. Und versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht Makita irgendwas unterstellen, dass es hier keine Sicherheitsfunktion gibt. Im Gegenteil, es gibt ja sogar 2 Knöpfe. Bei anderen Geräten ist es noch deutlich kritischer, aber wirklich macht euch den Gefallen oder tut euch den Gefallen, nehmt den Akku raus. So, es geht aber um den Einsatz des Sägeblatts und das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Nämlich, wir setzen das hier einfach ein, so,
Und jetzt haben wir hier den Hebel, um es rauszutun. Ja? Ihr müsst also nicht irgendwo rumfummeln, ja? Sondern ihr könnt einfach den rausnehmen und dann macht er Folgendes. Zack. Hier fliegt er so ein kurzes Stück raus aus dem Ganzen und das werdet ihr noch sehen. Das ist ein riesen Unterschied zu den anderen Geräten. Also wir haben es hier einfach und zack. Und wir können es uns auch nochmal angucken. Jetzt aber schnell hier auch mit Akku, damit es schnell geht für euch. Hier rein. Moment. So, jetzt richtig drin und hier ist genau dasselbe. Kommen wir zur Metabo und arbeiten uns vielleicht einfach mal rückwärts. Erst einmal Sägeblatt und Sägeblattauswurf. Hier ist es so, dass ich sage, hier ist eine Sache, die mag ich nicht so. Und zwar haben wir hier so eine Kunststoffabdeckung. Bei der Kunststoffabdeckung ist es so, dass erstmal, ich kriege die hier so gar nicht raus, sondern ich muss den Fuß hier abnehmen. So. Jetzt kann ich die rausnehmen und bei der Kunststoffabdeckung habe ich immer das Problem, das bricht mir doch sowieso nach 8 Minuten auseinander. Also so wie ich arbeite, ist das so. Und wenn wir jetzt hier das draufstecken, ja, haben wir es hier schön drauf und das ist ein bisschen geschützt, aber ganz ehrlich, für mich, weg damit. Ja, weiß ich nicht. Also auch da schreibt mal gerne eure Meinung, würde mich wirklich interessieren. Ich mache das in der Regel alles ab. So, jetzt wieder Fuß drauf, ab nach unten, los geht's. Und jetzt schauen wir uns mal das Sägeblatt an. Das können wir hier einsetzen. Nee, wenn ihr das euch anschaut, Moment, Akku raus, vorbildlich sein. So, wir wollen das jetzt einsetzen, geht nicht, sondern wir müssen erst hochziehen, dann können wir es einsetzen. So, loslassen und fertig. Und jetzt können wir Folgendes machen. Ja, es wird ganz bisschen rausgeworfen, aber beim Einsetzen ist es wirklich so, ja, du musst immer hochziehen. Bei Makita kannst du es ja einfach so lassen, einsetzen, losarbeiten. Hier musst du es jedes Mal wirklich hier einmal hochziehen. Naja, wie auch immer. Und jetzt habe ich es nicht richtig gemacht. So, und jetzt seht ihr nochmal, ja, fliegt ein bisschen nach vorne, funktioniert soweit. Ihr werdet da noch ganz andere Sachen sehen. Ja, seid gespannt. Was wir nicht haben, ist diese Lastfunktion, von der ich eben gesprochen habe. Das ist eins von mehreren Geräten, habe ich mich vorhin übrigens versprochen, das eben diesen Anlauf eben nicht hat. Was wir aber haben, ist von rechts und von links jeweils einen Schalter, der auch leicht zu bedienen ist. Also ich kann es einfach hier, zack, nach vorne. Vielleicht auch ein bisschen zu leicht, das müsst ihr für euch entscheiden. Wir haben noch ein paar andere Konzepte gleich noch. Was ihr hier seht ist, wir haben hier ein Licht. Das Licht können wir übrigens einschalten und auch ausschalten. Ja, das haben wir erstmal ausgeschaltet. An, aus. Ja, könnt ihr über diesen Knopf hier machen, den habt ihr aber nur auf einer Seite. Ist eher so ein Rechtshänder-Ding in dem Fall. Wir haben hier eine Absaugung, die können wir hier auch wunderbar abnehmen. Ja, ich persönlich sauge das meistens eigentlich nicht ab. Dafür ist aber die Funktion, die hier das nach vorne pustet, sehr stark. Also so, wo ich sage, das macht richtig Laune. Und übrigens kannst du den Fuß auch hier verstellen. Also du kannst den Fuß hier so ein bisschen neigen und drehen. Was heißt ein bisschen? Also um 45 Grad kannst du das Ganze hier zur Seite kippen und kannst dann damit arbeiten. Kommen wir zu Dewalt. Hier haben wir auch keine Lasterkennung. Das heißt, diesen langsamen Anlauf haben wir hier auch nicht. Aber lass uns mal ein paar Besonderheiten anschauen, die wirklich ganz anders gelöst sind. Und zwar fangen wir an mit der Absaugung. Ja, aber jetzt wirst du sagen, na, hier ist ja auch eine Absaugung dran, hier ist eine Absaugung dran. Ah ja, aber erstmal, sie ist sehr weit rausgezogen bis nach hinten. Jetzt können wir hier einen Akku einsetzen. Gar kein Problem. Viele wissen ja, bei Dewalt ist es so, dass wir haben einen 18 Volt Akku, aber wir sind ja kompatibel zu 54 Volt. Das heißt, wir können hier einen 54 Volt Akku in das Gerät einsetzen, aber nicht mit Absaugung. Denn jetzt können wir Folgendes machen, so und jetzt, das funktioniert jetzt nicht mehr, weil ich müsste das noch weiter nach unten biegen. Das geht einfach nicht. Das heißt, mit so einem großen Akku kann ich nicht mit der Absaugung arbeiten, denn die Absaugung hier ist nur aufgesteckt. Ihr seht hier ist nur so ganz locker aufgesteckt und ich habe noch keinen Weg gefunden, das irgendwie anders oder besser zu befestigen. Weil, wenn wir das jetzt hier so haben, meinetwegen mit Akku, ist das so, dass der Akku hier ja, nichts zu stabilisiert, sondern wenn ich jetzt hier hinten einen Schlauch dran habe und der hält irgendwo ein bisschen fest. Ja, seht ihr hier? Es ist ruckzuck ab oder nach hinten gezogen oder weggezogen. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu locker. Also finde ich ein bisschen schade. Wenn man natürlich jetzt sagt, so wie ich sauge eh nicht ab, ist es auch egal. Ja? Was man hier übrigens sieht, ist, wir saugen hier wirklich von rechts und links das Gerät ab. Schaut mal hier, wir haben jetzt hier einen Eingang und dort einen Eingang. Das ist wirklich ungewöhnlich, das haben wir so bei den anderen Geräten eigentlich, glaube ich nicht. Da haben wir meistens nur einen zentralen. Ob das besser ist? Absaugung. Ja? Kommen wir gleich zu der Abblasfunktion nach vorne. Hier ist es so, dass ich sagen würde, ist normal. Also nicht besonders stark, nicht besonders schwach, sondern im normalen Bereich, dass es funktioniert. Und jetzt kommen wir zum Thema Schalter. Wenn ich ein Linkshänder bin, habe ich keinen Schalter, sondern ich müsste es mit der rechten Hand dann machen.
Das heißt, also bist du Linkshänder schwierig? Ja, mal gucken, ob ich es hinkriege. Wartet mal. Es ist wirklich nicht leicht. Mit einem. Nee, es ist wirklich schwer. Mit dem Daumen hier gar kein Problem. Aber mir geht der Knopf zu leicht. Jetzt ist es die Frage, was ist dir lieber? Ja? Willst du eher einen arretierenden Knopf, willst du das so haben wie bei Makita, dass wir hier nochmal zur Sicherheit was drücken können oder nicht? Denn hier ist es gerade so, du nimmst das Gerät mal so in die Hand und dann ist es ganz schnell so, dass du hier so, hast es mal eben eingeschaltet. Bei mir persönlich passiert das immer wieder, dass ich genau solche Geräte dann immer einfach mal schnell einschalte und im Zweifel ist ein Blatt drin und mache ich was kaputt, mache ich mich kaputt, das wollen wir doch nicht. Okay. Was hier übrigens sehr besonders ist, ist dieser Bügel, den wir hier vorne haben, ja, der hier dran ist, der ist sehr massiv und schützt nochmal, dass hier nichts reinfällt, schützt dich auch, dass du nicht reingreifst. Das ist anders als bei allen anderen Geräten. So massiv macht das sonst keiner und gerade so hier ausgeschnitten und so, das ist relativ besonders. Wenn wir gerade hier sind, schauen wir uns auch mal Folgendes an, das Sägeblatt, wie wird das eingesetzt? Können wir das hier einfach einsetzen? So hier? Nee, wir müssen es lösen. Jetzt wird es eingesetzt und jetzt ist es raus. Ja? Jetzt wollen wir es aber raus tun und jetzt gucken wir uns den Auswurf an und wir werfen jetzt nicht. Denn er hat keinen Auswurf, sondern er hat die Funktion, dass er es so nach unten fallen lassen kann. Ich persönlich mag das so am liebsten, muss ich ganz klar sagen. Ich finde das so ist eine gute Funktion, weil wenn ich es rausnehmen möchte, nehme ich es einfach klack an die Stelle, wo ich es hinhaben möchte, dann fällt es mir dahin und nicht irgendwo zweimal durch die Werkstatt. Ja, sei es drum. Was wir aber gerade gesehen haben, wir haben hier ein Licht, das ist mit verbaut und wir haben einen Griff, der relativ schmal ist und dadurch sehr leicht oder sehr gut zu greifen. Durch diese Bauform kannst du genau das, was ich dir jetzt hier zeige, nutzen, nämlich ein Blatt, mit dem du wirklich randnah oder fast wandnah schneiden kannst. Das ist schon eine echt coole Sache, kann nur diese Säge. Was hier besonders ist und zwar besonders gut ist Folgendes, nämlich die Verstellung des Tisches oder des Fußes. Normalerweise bei allen anderen ist es so, ich brauche einen Schlüssel, muss hier irgendwas reinstecken, muss das rumdrehen, machen und tun, zweifelsweise geht es gar nicht. Hier habe ich einfach einen Hebel, den kann ich einfach ziehen, Moment, einfach so hier ziehen, so und jetzt mache ich so und verstellen. Ich kann jetzt also einfach hier das verstellen auf den Winkel, den ich haben will. Jetzt mache ich wieder das hier und das war's. Ja? Sägen und jetzt will ich es wieder zurückstellen, also nach vorne in die Mitte und dann habe ich auch so eine Einrastfunktion, dass ich wirklich meinen perfekten winkligen Schnitt wieder habe und dann fest. Das ist schon richtig gut. Kommen wir zu fein. Und übrigens gleich eine Besonderheit, die wir haben hier ein Bosch-Akku drin. Das heißt, wir sind hier im Bereich Ampshare unterwegs, ergo, wir haben hier ein Feingerät und haben hier zwar sicherlich auch einen Akku, der mit fein gebrandet ist, aber ihr seht hier ganz normal Ampshare, hier seht ihr fein, Procore und auf der anderen Seite ganz klein auch Bosch drauf. Ja, wir können natürlich auch irgendeinen Standard-Akku nehmen. Hier seht ihr, derselbe Akku, 4 Ampere Procore, rechts, links dasselbe, können wir auch einsetzen. Ja, tolle Sache, sodass du beim Thema Akkusystem jetzt schon mal etwas weiter gucken kannst, wenn du im Bereich Bosch 18 Volt unterwegs bist. So, gucken wir weiter. Wir haben hier die Absaugung dran, die wirklich sehr fummelig abzubauen ist. Das ist immer so eine Sache hier. Oh, das ist aber auch wirklich... Mann! So. Ganz wichtig, fein, Spezialist für Metall. Wir haben jetzt hier aber eine Säge, die auch Holz kann, und zwar Holz auch relativ gut kann. Wie gut sie auch winklig sägt, das werden wir uns nachher mal anschauen. Wir haben hier durch die Absaugung, die Abblasfunktion, die ist hier ein bisschen schwach. Also sie ist relativ schwach im Verhältnis auch zu den anderen. Es geht noch, aber es ist wirklich nicht so, wo ich sage, Mensch, da geht es richtig voran. Aber sei es drum, so das Basis so an der Stelle, das macht er dann schon weg, sodass du den Strich wieder sehen kannst. Wir haben hier keinen Schalter auf der Seite, sondern nur einen Schalter auf der Seite. Das heißt, als Linkshänder bist du wirklich so ein bisschen hier so am Machen. Ja. Von oben übrigens auch, von oben kannst du es natürlich hier einschalten. Geht. Aber es wäre natürlich echt schöner mit 2 Schaltern. Also ich verstehe immer nicht warum. Also mach doch da einen Schalter hin. Ja? Hier als Rechtshänder gar kein Problem, sowohl von unten als auch von oben funktioniert. Wir haben hier auch keinen automatischen Anlauf, ja? Also keinen Lastanlauf, sondern wir haben einfach nur die Möglichkeit auf 1 zu stellen. Hier seht ihr, wir stellen es auf 1, stellen also auf 6
Und das war es eigentlich. Wo wir übrigens hier gerade sind, wir haben hier den Pendelhub, ja, den wir hier einstellen können an der Stelle, wie bei allen anderen Sägen auch. Und jetzt bleiben wir da. Hier haben wir den Auswurf oder die Möglichkeit, das Sägeblatt einzustecken. Wir schauen uns das auch mal wieder an. Nee, Moment, wir schauen uns das so an, bitte ohne Akku. Und gehen jetzt hier rein und sehen, zack, drin, ohne das hier zu berühren. Und jetzt schauen wir mal. Ja, Auswurf, ganz klassisch. Nochmal hier rein. Schon ein bisschen weiter als bei Makita. Ihr habt gesehen, er hat einen relativ weiten Auswurf. Ich mache es mal nochmal. Und natürlich, weil ich es vorhin erwähnt habe, bei der anderen Säge, wo es eben gar keinen Auswurf gab, sondern nur die Möglichkeit, nach unten das Ganze fallen zu lassen. Natürlich kannst du es hier auch nach unten auswerfen, ohne Frage. Aber manch einer mag diesen Auswurf einfach nicht. Zusätzlich noch eine Information, und zwar auch hier können wir den Tisch verstellen, aber dafür brauchen wir auch einen Schlüssel. Hier seht ihr es vielleicht sogar hier innen drin. Da ist immer die Mutter. Ja, da müsst ihr rein mit dem mitgelieferten Schlüssel das Ganze verstellen und dann könnt ihr es hin und her einstellen und auch wieder zurückstellen. Ja, so viel zu der Säge. Kommen wir zur Milwaukee. Wir haben wirklich ein extrem langes Gerät. Schaut euch das mal an. Mit, sagen wir mal, ohne Absaugen. Wie lang das Gerät ist zum, meinetwegen hier, so stellen wir uns mal dazu, zu dem Bosch-Gerät. Das ist schon irre lang, auch zu den anderen Geräten. Ist das schon wirklich, das ist schon ein langer Lulatsch, wie man so schön sagt. Wir haben hier eine Absaugung und die ist auch hier wieder speziell, nämlich sie ist nur so klemmgesteckt. Also sie hat keine richtige Befestigung, sondern sie klemmt so ein bisschen durch diese konische Bauform. Ja, also ich stecke es hier einfach rein und ob das langfristig sich nicht so ein bisschen ausarbeitet, ich hoffe, ich kriege sie wieder rein. So, das ist gar nicht so leicht, Leute. So, rein und wieder raus. Also ergo, wenn der Schlauch hier ordentlich fest dran ist, weiß ich nicht. Also wirklich ein bisschen fummelig hier. Aber es funktioniert. So, raus damit. Gerät bleibt trotzdem sehr lang. Schauen wir uns aber mal ein paar Besonderheiten an, weil hier sind einige Sachen wirklich anders. Wir haben hier eine Abblasfunktion, die funktioniert auch ziemlich gut, aber wir können sie hier über diesen Schalter ausschalten und einschalten. Ja, hier aus und an. Ja, hatten ja viele andere bis jetzt nicht oder eigentlich gar keine bis jetzt. Dann ist es so, dass wir hier beim Sägeblatt einsetzen und auswerfen, das ist ein bisschen komisch. Also ist nicht komisch, aber ist ein bisschen anders gelöst. Wir haben hier diesen Schalter, oder diesen Hebel besser gesagt, den wir hier so umlegen müssen. So, und jetzt versuchen wir mal das Blatt einzusetzen, ohne Akku natürlich. So, wir setzen das Ganze hier mal ein und ihr seht, ja, geht nicht, sondern wir müssen es nehmen, drehen, 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 drehen und jetzt können wir es einsetzen und lösen. So, jetzt ist es fest, jetzt können wir es nochmal raustun und zwar, ja, es wird auch nach vorne ausgeworfen. Wir machen es aber nochmal. So, und auswerfen. Ist okay, funktioniert. Was mir aber auffällt ist, du hast hier die Hand auch wieder sehr lange und fummelst, also musst auch Druck ausüben, bist hier so dran, bist hier auch in der Nähe der Knöpfe, das ist immer so eine Sache. Ja? Auch wenn die Knöpfe eine Sicherheitsfunktion haben, die ich ziemlich cool finde. Ja, also bitte nimm den Akku raus, du siehst, du kannst sehr leicht das Gerät mal einschalten. Kommen wir aber mal zum Schalter und der ist ganz, ganz wichtig. Bei allen anderen Geräten, nehmen wir jetzt mal Bosch zum Beispiel, ja, zu der kommen wir gleich nochmal, haben wir hier den Schalter. Sehr leichtgängig. Du kommst ganz schnell mal ran, auch wenn du hier so willst du nicht. Hier bei Milwaukee nehmen wir den Schalter. Ja, geht gar nicht an. Das heißt, diese Fehlbedienung, die du schnell mal machst, wenn du das Gerät nur mal so in die Hand nimmst oder hast es irgendwo, dann nimmst du es hoch. Gerade jetzt, ich nehme es so hoch, dann passiert das schnell mal. Nee, hier ist es so, du drückst hier drauf, beziehungsweise schiebst es nach vorne und du musst es einen ganz kleinen Moment halten. Dadurch ist es so, dass du sagst, hoch 21 und dann geht's an, hast du diese Fehlbedienung einfach nicht und das finde ich richtig genial. Kommen wir noch zu zwei Funktionen und zwar hier ist es so, dass wir den Fuß natürlich auch wieder verstellen können mit einem Schlüssel, dann können wir es auch hier neigen und wieder senken. Naja, ihr wisst, was ich meine. Auch hier rastet er natürlich bei 45 Grad wieder perfekt ein, nee, bei 90 Grad perfekt ein. Und wir haben eine automatische Anlauffunktion oder eine Lastfunktion, die können wir hier ganz einfach einstellen, wir gehen einfach nach hinten, 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 haben hier das A und schon ist es eingeschaltet.
Kommen wir zur Bosch, zur 155 SC. An dem Gerät sind einige Dinge anders, einige Dinge ganz anders gelöst und wir haben hier eine Funktion, die noch keine andere Säge hier hatte. Aber eins nach dem anderen. Wir kommen erstmal, weil wir es eben auch so lange hatten, auf den Schalter, den wir haben. Wir haben ihn erstmal auf beiden Seiten, rechts, links. Aber wir wollen ja das Thema einschalten. Wir gehen jetzt mal hoch und machen. Ja, dann geht er nicht an, aber ja, es dauert einen kleinen Moment und ich mache es nochmal. Wartet mal, ich zeige euch das hier schon mal, wo wir gerade dabei sind. Wir können hier die Geschwindigkeit einstellen. Und zwar, wenn wir hier draufdrücken, ja, haben wir hier A für das Thema Last oder Automatik. Dann haben wir hier 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, und können das entsprechend einschalten. Hier können wir das Licht auch aus- und anschalten. Und wir sehen hier, ob der Akku voll ist. Ja, grün heißt noch voll, gelb kurz vor leer, rot ist rot, also leer, beziehungsweise rot ist auch Fehlfunktion. Und jetzt schauen wir nochmal hier. Ihr habt es also gesehen, es ist nicht so, dass ich einfach so nur Klick mache, sondern aber es geht mir trotzdem zu schnell. Also da ist es hier bei Milwaukee deutlich schöner gelöst. Nach oben, eine Sekunde und dann geht's los. Wenn du natürlich sagst, ja komm Leute, ich will hier einfach so zack, zack, zack lossägen und du die Sekunde Zeit nicht hast, dann wird dich das freuen. Ich hatte es schon einige Mal, dass ich das Gerät eingeschaltet habe, ohne dass ich das wollte. Ja, deswegen erwähne ich es so besonders. Und jetzt könnt viele von euch sagen jetzt vielleicht, Sebastian, was hast du dich hier? Ein Schalter, also was soll denn das? Aber mir persönlich ist das wichtig. Okay, und jetzt sehen wir die ganze Zeit nämlich eine Sache, die diese Säge sehr besonders macht, nämlich das ist genial, ja? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir jetzt diese Säge hier nehmen und ich mache es jetzt mal, hier geht es schneller, hier geht es auch nicht schneller, wartet mal, Sekunde. Doch, ich säge es ein. So, jetzt nehmen wir die Säge und wollen sie hinstellen. Ja, aufs Blatt stellen wir es doch nicht, oder? Sollten wir auf jeden Fall nicht machen. Also nehmen wir die Säge und legen wir so hin. Wenn wir sie nehmen wollen, dann müssen wir sie ja, ich kann ja jetzt nicht so greifen, das geht nicht. Also muss ich sie so nehmen, dann nochmal und dann kann ich arbeiten. Das ist jetzt, und so, seht ihr, geht nicht. Und ich bin jetzt schon gewohnt, das so zu machen. Und jetzt haben wir es aber hier, dass ich kann jederzeit die Säge nehmen, hinstellen, irgendwas machen hier ja, und wieder weiterarbeiten. Das ist eine geniale Sache. Das ist eine Kleinigkeit, aber das ist wirklich schön und sie steht hier und das Blatt ja, steht hier entsprechend drin oder ist entsprechend drin und das passt einfach. Kommen wir zur nächsten Sache, der Tisch, den wir haben. Der Tisch ist nicht verstellbar. Nein, 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 der ist einfach fest. Da ist hier wie ein Stück Beton dran. Das hat Nachteile, aber wie ich finde sogar Vorteile. Vorteil Nummer 1, er ist immer perfekt ausgerichtet. Das heißt, wo ich bei den anderen darauf achten muss, dass ich wirklich ihn eingerastet habe an der richtigen Stelle. Es gibt ja auch günstige Sägen, wo man das wirklich ganz genau justieren und mal gucken, machen, tun muss. Hast du hier nicht. Das bleibt einfach genau so, wie es ist. Der zweite große Vorteil ist, dadurch kann es noch mehr ranrücken. Also wir haben hier noch einen kürzeren Abstand. Wir brauchen keine Mechanik, keine Verstellung, kein nichts, kein gar nichts. Wir können das ja mal mit den anderen Sägen auch vergleichen. Hier zum Beispiel siehst du einen Unterschied. Bei der Bosch sind wir gut ein kleines Stück niedriger als bei der Makita und das merkt man schon. Wo wir es gerade hier hatten. Ihr seht hier, wir haben keinen Auswurf. Ja? Auswurf gibt es nicht, sondern du kannst einfach Folgendes machen, der lässt das auch einfach fallen, also physikalisch nach unten fallen, aber wir haben keinen Auswurf. Und zum Reintun geht das hier so auch nicht, sondern hoch, rein, runter. Ja. Was ich schön finde übrigens, weil dieser Bügel hier aus Metall ist. Bei Makita ist er ja aus Kunststoff. Das heißt, dieser Bügel wird irgendwann einmal den Ermüdungstod vielleicht haben, wo wir hier bei Metall wahrscheinlich das Ganze nicht haben. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ist mir persönlich noch nie passiert. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Das ist das Thema Drop Control. Ergo, wenn die Maschine hier runterfällt, geht sie aus. Ich demonstriere euch das mal eher an der Lautstärke. Ich mache extra kein Blatt rein, damit es mir nicht versehentlich irgendwo auf mich raufhält und ich mich verletze. Aber ihr hört das jetzt. An und aus. Ja, ich mache es mal nochmal. Ihr seht das. Hier ist wieder eingeschaltet. So, wartet. Da. Ihr seht jetzt in Rot, dass er jetzt gesagt hat, oh, Fehler. Ich muss einmal hier auf und wieder an. Und schon geht es wieder. Das ist eine schöne Funktion, das ist eine Sicherheitsfunktion, dass wir ergo, wenn er ordentlich im Betrieb ist, es runterfällt und nicht auch noch in den Fuß reinsägst vielleicht oder irgendwelche Materialien beschädigst. Als nächstes schauen wir uns mal das Thema Absaugung an, beziehungsweise die Blasfunktion. Die Absaugung habe ich jetzt gerade nicht auf dem Tisch, steckst hier hinten rein, entscheidest dich, ob du rechts oder links absaugst und schon kannst du das Ganze benutzen. Dann hast du hier auch eine Blas- oder Abblasfunktion, die das Ganze hier nach vorne bläst. Das hier ist auf jeden Fall das stärkste Gerät. Das bläst ja dir aber auch alles vom Tisch.
Ich mag das, wenn es wirklich stark ist und auch dann eher weit weggeblasen wird. Wenn dich das stört, kannst du dann aber hier das Ganze an diesem kleinen Knopf auch ein- und ausschalten. Hier, da, zack, zack. Und dann ist das auch schon an oder aus. Wo wir gerade hier sind, an der Stelle was ganz Wichtiges. Wir haben hier die Möglichkeit, etwas zu verstellen, und zwar das hier. Das, was wir hier haben, ich mache auch das Sägeblatt mal rein, oder das Blatt allgemein mal rein. So. Und ihr seht jetzt hier unten wird das Blatt nochmal geführt an der Stelle. Und jetzt kann ich hier an der Seite reingehen und kann das hier machen. Ihr seht, wie das jetzt nach außen geht. Und jetzt kann ich hier Folgendes machen. Ja, jetzt wackelt es. Ja, jetzt sehen wir hier, kann ich es noch hin und her wackeln, aber jetzt stelle ich es nicht fest, sondern einmal fest und wir ein bisschen lose, dass wir noch ein bisschen, ja. Und ihr seht jetzt hier, ich kann nur noch ein ganz bisschen wackeln. Diese Funktion ist dafür da, um einen winkligen Schnitt herzustellen. Was genau meine ich damit? Wenn wir uns jetzt mal diesen Schraubendreher jetzt mal vorstellen, wir haben hier oben den Halter für das Blatt und hier haben wir das Blatt und das Ganze taucht ja ins Holz ein, geht hoch, runter, hoch, runter. Aber wir haben ein relativ langes, fragiles Blatt. Das ihr seht ja hier, kann das hin und her biegen, machen und tun. Also das Blatt an sich kann ja schon hin und her biegen. Jetzt ist es so, wenn das nach oben und unten geführt wird, dass natürlich, wenn das hier, je weiter das weg ist vom Holz, umso mehr kann das hier vor sich hin wabbern. Ja? Und dadurch ist es wirklich quasi am Holz unten ein zweites Mal geführt. Also von der Stange an sich wird das ja geführt, aber unten nochmal hier quasi gehalten, hier hin und her. Dadurch habt ihr eine deutlich höhere, wie sagt man das, eine deutlich höhere Stabilität und du hast einen viel winkligeren Schnitt. Das probieren wir nachher mal aus, aber das haben alle anderen Sägen in der Richtung nicht, sondern nur diese und die Festool, die gleich kommt. Kommen wir zu Festool, hier nochmal ganz wichtig, wir haben hier 150 oder 160 Euro sogar höheren Preis als bei allen anderen Geräten. Ja, das ist schon enorm, deswegen genau aufpassen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht. Wo wir gerade hier unten sind, Thema Absaugung, wir haben hier hinten eine Absaugung, die können wir eigentlich wirklich schön lösen, ja, schön rein raus. Ich lasse jetzt auch mal weg, damit es uns nicht stört. Dann haben wir die Abblasfunktion, die ist normal, wie bei vielen anderen auch. Ja. Ist nicht schlecht, ist nicht extrem stark. Vielleicht passt das ja für euch genauso. Dann hier Pendelhub wie bei jedem anderen, genau an derselben Stelle einstellbar. Knopf. Kommen wir mal zum Knopf oder zum Einschalter. Wir haben einen auf der Seite, einen auf der Seite und wir schalten sie mal ein. Ja, das ist wie bei Bosch. Also schaut mal hier, das geht, aber ist mir ein Tick zu schnell. Also das ist wieder, gerade wenn du jetzt hier rumfummeln möchtest, hier am Sägeblatt oder so. Übrigens, Sägeblatt. Wir haben hier eine Abdeckung, die hier mit dran ist. Die kannst du auch entfernen. Natürlich hast du hier das Problem, er wirft hier so ein bisschen das Öl und Fett hier ran. Und dann kannst du auch nach oben fahren, dann schmallert sich das alles hier hin und her. Das ist ein bisschen schade. Wenn du jetzt hier Sägemehl hast, was dagegen kommt, dann siehst du gar nichts mehr. Ja, dann ist das Thema tot. Dann kannst du natürlich Folgendes machen. Du kannst jetzt einfach abnehmen, säubern und danach auch wieder dran machen. Gar kein Problem. Wir haben hier eine große Besonderheit. Wir haben hier einen festen Tisch, wie bei Bosch auch, aber eigentlich gar nicht wie bei Bosch. Denn der Tisch ist fest, der ist genau hier auf 90 Grad und funktioniert. Aber du kannst auch Folgendes machen. Tisch ab und auch wieder hier ansetzen. Zack, Tisch wieder dran. Jetzt wirst du sagen, Mensch Sebastian, was soll das denn? Das ist ja ein echtes freihändiges Sägen jetzt hier. Nee, dafür ist nicht gedacht. Du kannst auch andere Tische hier drauf tun. Es gibt ja ein breites Spektrum an Zubehör noch, was du hier dran tun kannst. Unter anderem gibt es auch einen Tisch, den du im Winkel verstellen kannst, sodass du da alles möglich machen kannst. Man merkt hier, das hier ist eher für Möbelbau, für Profis in dem Bereich gedacht, die auch wirklich spezielle Anforderungen haben. So würde ich jetzt mal sagen. Als nächstes lass uns mal über das Thema Licht sprechen. Wenn wir das Gerät jetzt hier von unten so mal betrachten, vielleicht für euch so, habt ihr hoffentlich gesehen, hier ist jetzt Licht an, ja, aber ich mache jetzt mal das Gerät an mit Licht, Moment, ich mache es mal ein bisschen leiser quasi. Hier seht ihr das, Licht ist an, zack. Und ihr habt dann gesehen, vielleicht Licht ist aus. Das heißt, wenn ich das Gerät so rumdrehe, hat er einen Sensor, merkt also, aha, ich will von unten sägen und dann hier kann dich das nerven, weil du guckst jetzt genau in das Licht rein. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ja? Bei anderen ist es eben nicht so gelöst. Dann schauen wir uns mal das Sägeblatt an. Wie setze ich so ein Sägeblatt ein? So, erstmal das wieder raus. Und jetzt wird es ein bisschen fummelig, weil du nimmst das Sägeblatt und möchtest es gerade reinstecken. Das geht nicht, sondern du musst es hier schräg setzen, also wirklich so im 50-Grad-Winkel ansetzen.
dann rein und dann drehen. Also dann in die Position drehen. Das ist irgendwie nicht doof, aber auch überhaupt nicht intuitiv. Also so wie man das jetzt kennen würde, einfach rein, raus. Und jetzt habe ich hier auch nichts zum Öffnen. Jetzt denkt man schon, naja, dann muss ich hier so ein bisschen ran rumfummeln und machen. Nee, dafür ist dieser Schalter, den wir hier haben. Und jetzt können wir was ausprobieren, nämlich Sägeblatt-Weitwurf. Und zwar, schauen wir mal, wie weit kommen wir? War schon nicht schlecht. Einmal bis hier, mal gucken. Und einmal machen wir noch. Nicht schlecht, oder? Und jetzt ist die Frage, und da schreibt ihr bitte mal in die Kommentare, was wollt ihr? Wollt ihr so einen Auswurf-Champion, der es ganz weit rauswirft? Wollt ihr so ein Bosch-Gerät zum Beispiel, wo du sagst, einfach nur klick und das fällt nur runter? Oder wollt ihr das hier so ein bisschen unmotiviert nach vorne rauswerfen? Also so ein bisschen nur. Ja? Würde mich super interessieren. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist das Thema Automatikfunktion. Also dieser Anlauf, ja, der unter Last passiert, den haben wir hier natürlich auch. Wir müssen es einfach nur einstellen, hier, zack, auf Automatik. Und dann funktioniert das Ganze auch. Wir haben hier übrigens bei dem Licht noch eine besondere Funktion, nämlich einen Stroboskopeffekt, der dafür sorgen soll, dass du noch besser dein Sägeblatt sehen kannst. In einer bestimmten Geschwindigkeit kannst du es einstellen. Man merkt auch, wie das Licht sich umschaltet, aber so richtig sehen tue ich den Effekt eigentlich nicht. Das ist meine persönliche Meinung, da auch gern eure Erfahrung. Und jetzt müssen wir über eine Funktion sprechen, die enorm wichtig ist. Und zwar, bei Bosch habe ich es euch gezeigt, das hat die Festool aber auch. Nämlich, sie hält auch ganz unten das Blatt quasi nochmal fest. Um das einzustellen, müssen wir hier aber den Tisch entfernen. So, Tisch ist ab. Dann nehmen wir hier unseren Schlüssel und dann sehen wir hier an der Stelle, ja, seht ihr das hier? Jetzt hier wackelt das noch hin und her. Und jetzt können wir den hier einstellen. Erstmal, wir können es jetzt nochmal erweitern. So rum. So, ihr seht jetzt hier deutlich weiter. Oder wir können es zusammenziehen. So, jetzt ist es fest. Das heißt, es ist zu fest. Ein bisschen weiter. Ein ganz bisschen spielen noch. Jetzt wird es ganz unten geführt. Ich möchte noch auf eine Sache eingehen, und zwar eine kleine Fehlfunktion, die wir haben. Wenn die Pendelstange hier ganz nach unten ausfährt, ist es nicht mehr möglich, das Blatt wirklich rauszuwerfen. Es geht einfach nicht, weil es daneben fährt. Dann musst du erstmal das Blatt nehmen oder das Gerät nochmal anschalten, das reinführen und dann kannst du es auch auswerfen. Finde ich ein bisschen lästig, ja? Weil es ist mir jetzt wirklich beim Test schon 3-4 Mal passiert. Sei es drum. Jetzt wird getestet. Jetzt machen wir Folgendes. Wir sägen jetzt hier. Und zwar gehen wir einfach hier ran und sägen jeweils ein Stück ab. Und dann schauen wir mal, wie winklig ist der Schnitt eigentlich oder eben auch nicht. Ihr habt gerade die Tests gesehen und ich muss sagen, es hat richtig Spaß gemacht. Eine Sache vielleicht vorweg, wenn man jetzt sagen könnte, naja, welche hat denn am meisten Kraft gehabt? Keine. Die sind alle durchmarschiert wie nichts hier durch das Material. Da konnte ich jetzt keine großen Unterschiede darstellen bzw. fühlen. Wo ich aber einen großen Unterschied gesehen habe beim Sägen, ist natürlich das Thema Winkelgenauigkeit. Und da muss man sagen, es gibt hier ganz klar 2 Gewinner. Und das ist Bosch und Festool mit einer Abweichung nur von 0 bis 0,5 Grad. Das ist echt wenig. Dann habe ich mit Milwaukee weitergemacht und hatte eine Abweichung von 5 Grad. Das heißt, wir sind hier schon in 5 Grad so richtig so reingegangen ins Material. Und gesagt, das kann doch nicht sein. Habe nochmal probiert und getestet und mit Pendelhub, ohne Pendelhub, hier und da und jenes. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, nämlich an der Stelle, erstens war ich an einem Ast. Der Ast hat sehr viel ausgemacht. Ja, das ist erstmal Ast wieder weg. Dann wurde schon mal weniger. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Man kann das schiefe Sägen provozieren, indem ihr entweder beim Sägen das Gerät parallel nach links oder nach rechts verschiebt, weil dann natürlich das Blatt sich auch entsprechend hin und her neigt. Ja? Und
Das heißt also, ihr müsst aufpassen beim Sägen. Ihr müsst ganz genau aufpassen, gerade bei so einem dickeren Material wie hier, dass ihr die Säge nicht zwingt, sondern selber laufen lasst an dem Punkt. Es hilft etwas, den Pendelhub rauszunehmen, weil es ist etwas einfacher, weil sie etwas langsamer arbeitet und man dann schön durchgleiten kann. Ja? Das so als Hinweis. Das heißt, wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben alle Tests mehrmals wiederholt, mit ohne Pendelhub. Nochmal hier, wenn das Abweichung zu groß war, nochmal getestet und so weiter und so fort. Und konnten das Ganze eingrenzen auf eine gewisse Abweichung. So, hier haben wir 0,5 bis 0,6 Grad Abweichung bei den beiden im Mittel. Ja? Das heißt aber, wir haben hier auch 0 Grad Abweichungsschnitte hinbekommen. Dann ist es so, dass wir hier bei den anderen Geräten irgendwo immer eine Abweichung hatten von, ich sage mal, 1 bis 2 Grad. Und das ist also auch Messtoleranz. Und natürlich kommt es auch aufs Holz an, auf die Tagesform, Luftfeuchtigkeit, ob Schnee liegt oder nicht. Das heißt aber, wir haben bei allen hier eine Sache ganz klar festgestellt. Keine davon ist jetzt richtig schlecht und keine von denen hier ist auf jeden Fall so gut, dass es an das Niveau von diesen beiden Geräten rankommt. Ergo, wir sehen, dass das, was wir hier unten haben, dieser Mechanismus an der Stelle und an der Stelle extrem viel ausmacht. Das hilft dir also enorm viel, um einen winkelgenauen Schnitt hinzubekommen. Wichtig ist für euch nochmal Folgendes: Wenn ihr dünneres Material sägt, dann ist es nochmal ganz was anderes. Dann ist es wesentlich weniger problematisch. Wenn es dicker wird, wird es noch problematischer, weil das Blatt dann noch mehr verzieht. Ja? Aber ihr könnt hier mit den Sägen ja teilweise auch, ich gucke mal hier, 13 cm, 15 cm durchaus sägen und das ist schon heftig. Und dann werdet ihr eher weniger gut einen geraden Schnitt hinbekommen. Ja, so würde ich es mal sagen. So, jetzt die Frage ist aber, welches ist eure Lieblingssäge? Welche, aufgrund der Dinge, die wir gesehen haben, welche würdet ihr nehmen? Für mich steht der Gewinner ganz klar fest. Es ist Bosch. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, die Säge steht, finde ich super. Zweitens, die beiden sind ja in derselben Liga, das von vielen Sachen, die wir heute gesehen haben. Aber, und ja natürlich, wenn du mehr Zubehör haben möchtest, ist Festool eher deine Wahl. Das verstehe ich. Aber wir haben 400 Euro, 240 Euro, also 160 Euro, die wir mehr ausgeben müssen. Wäre wieder ein Punkt für Bosch. Sehr winklig. Ich mag die Form einfach. Sie liegt sehr, sehr gut in der Hand. Das machen aber auch viele andere. Und ich habe hier die Abblasfunktion und viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel für mich. Ich mag das Display hier unten einfach. Einer wird sagen, nee, das Drehrädchen mag ich eher. Ich mag das Display. Weiß ich nicht, ist irgendwie so mein Ding. Hier Drop Control haben wir auch mit dabei. Und in Summe, wenn du das alles so zusammennimmst, ist ganz klar für mich der Gewinner Bosch. Und jetzt schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, was ist euer Gewinner und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.